Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Japan und los geht's mit meinem wundervollen Japan-Fakten-Potpourri. Ich hatte ja eine Umfrage gestartet auf Twitter, in der es darum ging, was ich zuerst behandeln soll. Ob ihr eher Fakten über Japan wissen möchtet oder doch lieber Informationen, wie es so an einer japanischen Sprachschule abgeht. Ja, lustigerweise haben die Fakten ganz klar gewonnen bei der Umfrage, also legen wir los. Japaner stehen ja gerne mal Schlange. Überall sieht man sie, vor Cafés oder sonst wo, vor Konzerten. Aber ja, auch Japaner stehen gerne Schlange, wenn es darum geht, im Love Hotel auf ihren großen Auftritt zu warten. Ja, ist wirklich so, habe ich gesehen, sieht merkwürdig aus. Ja, ist wohl so ein Japaner-Ding. In Deutschland kennen wir es ja, dass Hundebesitzer eine Tüte mit sich herumführen, die sie dafür verwenden, die Exkremente des Hundes zu beseitigen. Gut, hier in Japan gibt es noch zusätzlich Leute, die eine Wasserflasche mit sich herumtragen. Sprich, wenn der Hund irgendwo sein Bein hebt, gießen sie Wasser drüber, damit es nicht unangenehm riecht. Finde ich eine tolle Sache. Hier sind wahnsinnig viele Sachen aus Plastik. Das hat einen ganz einfachen Grund. Erdbebengefahr zu zerbrechen. Eine Info, die vielleicht so die Anime-Manga-Fans von euch interessieren würde, könnte, sollte, wenn ihr, je nachdem wie bekannt eine Serie ist, kann es wahnsinnig schwer sein, in eines dieser Themencafés reinzukommen. Meistens geht dies nur durch eine Online-Lottery. Und da muss man dann wahnsinnig Glück haben, dass man gezogen wird, ansonsten kommt man da nicht rein. Man kann einfach leider nicht so in diese Cafés reinmarschieren, was echt schade ist. Aber gut, schaut euch an, wie viele Leute hier wohnen. Also ist das mit der Lottery eigentlich nur fair. Japan hat sich zu Neujahr was ganz Tolles ausgedacht. In den Läden gibt es die Fukubukuro. Das sind Tüten, die Sachen beinhalten, also quasi Wundertüten, und man weiß nicht, was drin ist. Man zahlt einen Preis und je nachdem, wie lucky man ist, erhält man etwas aus dieser Tüte, was einen höheren Preis hat, oder ja, man erhält halt den Zonk, auf gut Deutsch gesagt. Gibt es auch in der Sommer-Edition, aber normalerweise ist das eher zu Neujahr der Fall. Ist eine coole Sache, muss ich echt mal ausprobieren und werde es dann berichten. Anime der aktuellen Staffel kommen mitten in der Nacht im Fernsehen. Sagen wir so 1:30 Uhr morgens, 1 Uhr nachts. Ja, da ist natürlich schwer, wenn man arbeitet oder zur Sprachschule geht, das dann irgendwie zu erwischen. Für jeden, den das Fernweh packt oder das Heimweh, es gibt überall deutsche Bäckereien, verstreut, und es gibt ein Hofbräuhaus in Shinjuku, ziemlich einfach zu finden. Das ist allerdings in einem Hochhaus, aber die Brezeln und die Weißwurst schmecken genauso wie in München, da das Restaurant nämlich von einem Deutschen auch betrieben wird. Ich habe hier alles gefunden mittlerweile, wirklich Restaurants zu vielen verschiedenen Dingen und von vielen verschiedenen Nationalitäten. Was ich aber noch nicht gefunden habe, ich muss es wirklich mal suchen, ich habe hier in Tokio wirklich noch kein einziges griechisches Restaurant gefunden. Also wenn ihr eins wisst, sagt mir mal gern Bescheid. In Kyoto wird wirklich wesentlich mehr Englisch gesprochen, auch von alten Leuten. Das ist irgendwie voll weird. Japaner unterschreiben nie, sie besitzen einen Namensstempel. Das ist total praktisch, vor allem an der Tür, wenn du mal schnell die Post entgegennimmst. Dann schreibst du nicht ewig lang deinen Namen in irgendwelchen komischen, verwirrten Kanji, sondern kannst einfach Stempel drauf machen und fertig. Obst ist hier einfach teuer. Ist nichts Neues, aber mein Rekord, den ich irgendwo gesehen habe, das waren Erdbeeren, das waren glaube ich 4 oder 6 Stück für 2000 Yen. 2000 Yen, ja. Und Wassermelone ist gerade auch nicht besser, um ehrlich zu sein. Es gibt tatsächlich einen Wald, dieser trägt den Namen Aokigahara, und dieser befindet sich in der Nähe des Fuji, und dieser Wald ist dafür bekannt, dass dort Japaner gerne zum Sterben hingehen. Ja, Selbstmordrate. Diese ist scheinbar so dicht bewachsen, dass man dort auch überhaupt gar keinen mobilen Empfang hat und nichts, und es ja ziemlich leicht ist, dort zu sterben. Beruhigend. Japanische Tierhandlungen haben meistens irgendwie immer nur Kätzchen und Welpen. Ich habe dort noch nie alte Viecher gesehen. Gut, ich glaube, die verkaufen sich leider auch nicht so gut. Wow, oh Gott, Japan ist das Land der Point Cards. Egal in welchem Laden ihr seid oder wo auch immer, es gibt überall Point Cards, die sind überall. Sind aber praktisch, weil man manchmal auch sparen kann. Ist gar nicht so schlecht. Empfehle ich.
Nun eine kleine Essensetikette. Niemals die Stäbchen in den Reis stecken. Das sehen die Japaner nicht so gerne. Und niemals von Stäbchen zu Stäbchen das Essen reichen, denn das macht man bei Beerdigungen mit den Gebeinen des Toten und deswegen sehen das Japaner nicht so gerne, also Dame. Nun ein kleiner Touri-Hint, um Geld zu sparen. Lauft. Wenn das Wetter super ist, lauft. Ihr könnt einige Strecken so super per Fuß laufen. Also vor allem die Ecke Shibuya, Harajuku. Das könnt ihr echt in ein paar Minuten seid ihr dort und spart euch das Geld. Das ist wahnsinnig. Also wahnsinnig kurz die Strecke. Und also sagen wir so, wenn das Wetter gut ist, bei dem Wind und Regen habe ich da auch keinen Bock, aber just saying. Und vor allem nach Shinjuku. Eigentlich ist es alles viel näher dran, als man denkt, auch wenn das hier die ach so große Metropole ist. In japanischen Kinos kommt die Vorschau irgendwie immer doppelt. Hat das einen Sinn? Wir wissen es nicht. Es ist merkwürdig, aber es passiert. Kombinis sind super praktisch, kennen wir ja alle. Und was man auch in Kombinis machen kann, was total cool ist, man kann sogar seine Versicherung bezahlen. Das wusste ich bisher noch nicht. Ist echt ein tolles Ding. Ein alter Aberglaube besagt, dass man nachts nie pfeifen darf, da es sonst Schlangen anlockt. Die etwas nicht so modernen Japaner schlafen niemals mit dem Kopf Richtung Norden, da so nämlich die Leichen begraben werden. Gut, mittlerweile werden hier eigentlich eher so die ganzen Toten verbrannt, aber Leichen wurden immer in der Regel mit dem Kopf Richtung Norden beerdigt. Deswegen schläft der alte Japaner der guten alten Schule niemals nach Norden. Die Japaner benutzen echt kein eBay. Das ist echt krass. Ich meine, was ich in Deutschland immer aus Japan so bestellt habe, aber an sich sind Japaner übelst die Amazon-Fixierten. Wenn ihr sparen wollt, wenn ihr saufen wollt, wenn ihr fressen wollt wie ein Kaiser, empfehle ich euch den Izakaya Torikizoku. Gelb, rote Schrift, gelb. Total einfach und überall sieht man das Zeug und es ist ein wahnsinnig billiger Izakaya. Spezialisiert sich, klar, wie der Name schon sagt, wenn man es versteht, auf Hühnchenfleisch. Hühnchenspieße diverser Art, man kriegt dort aber auch Gemüse und alles mögliche. Ich empfehle die Kabelzu-Beilage, die einfach geil ist. Und auch die Drinks sind wahnsinnig billig, also checkt's mal aus. Vor allem in Shibuya gibt's überall diese Kette. Es ist eine Kette, sie ist überall in Japan zu finden und ist, ja, nur zu empfehlen. Wahnsinnig billig. Torikizoku. Checkt es aus. Tokio ist ja für seinen Platzmangel bekannt. Dementsprechend sind einige Apartments auch wahnsinnig klein und eng. Ja? Japaner sind ja auch die Meister darin, irgendetwas zu verstauen. Deswegen, vor allem hier, gibt es vor allem für, ja, Schleichwerbung, für CDs und DVDs Hüllen, die man einfach, sie sind schmal, sie sind dünn, man kann sie befüllen, wie man will und sie sind einfach wahnsinnig dünner als die normalen CD- und DVD-Hüllen. Japaner häufen links und rechts von Türen manchmal Salz hin, um Böses zu vertreiben. Finde ich interessant, vor allem bei Läden. Da frage ich mich immer, was ist in den Läden passiert, dass sie Salz deswegen hinstreuen. Schlechte Kunden? Wer weiß. Taxitüren öffnen und schließen sich automatisch. Coole Sache. In Tokio gibt es einen Obdachlosen, der so wahnsinnig bekannt ist, dass er sogar in Mangas vorkommt. Sein Name ist Eshiniki und man sollte nicht in seiner Nähe sein, denn es riecht nicht besonders gut. Er ist auf jeden Fall wahnsinnig fame. Wahnsinn. In kleinen Städten, wie zum Beispiel in Richtung Shirohama, wo wirklich die Bevölkerung so niedrig ist, gibt es Müllautos, die Musik spielen. Das heißt, die Leute hören quasi immer automatisch, also vor allem das alte Leute dann immer, oh, der Müllwagen kommt und dann wissen sie, wann sie den Müll entsorgen müssen. Das ist wahnsinnig süß. Ich lief rum und dachte mir, woher kommt denn die Musik? Und dann war es plötzlich ein Müllauto. Okay, jetzt kommt der ultimative Lifehack und zwar, tada, okay, es ist total cool, ihr kocht einfach Reis, ja, so, ja. Friert ihn ein und dann packt ihn einfach in die Mikrowelle und zack, habt ihr super tollen Reis. Es ist so einfach eigentlich und irgendwie kam noch keiner drauf, deswegen teile ich es mit euch. Also einfach Reis kochen, einfach in die Gefriere, dann immer wann ihr wollt in die Mikrowelle und zack, ihr habt euren fertigen Reis. Super praktisch.
So, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen erläutern. Leider ist die Liste noch wahnsinnig lang, also wer weiß, wie viele Videos noch kommen. Aber in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und bis zum nächsten. Die sie dann, wenn der Hund sich liquid entledigt hat, ja, nein, scheiße, fuck, beseitigen zu können. Was rede ich denn da? Mann. Hier sind wahnsinnig vielige... Vielige? Was ist vielige für ein Wort? Hört man die Zikaden im Hintergrund? Sommerfeeling. Scheiße, wie heißt denn der Todeswald? Momentchen. Altsorten, Altgesund. Wie heißt denn das? Altsorten. Japan ist ja dafür bekannt, dass es wahnsinnig eng ist. Vor allem Tokio ist ja dafür bekannt, dass es eine wahnsinnig enge Stadt ist. Dementsprechend sind die Wohnungen auch... Tokio ist ja dafür bekannt, dass... Wofür eigentlich? Tokio... Ich kann gerade nicht reden, was ist denn los, ey? In Tokio gibt es einen Obdachlosen. Er ist so bekannt, dass er sogar in Mangas vorkommt. Sein Name ist Shinigi. Mein Handy hat vibriert. Es lädt gerade auf. Wahnsinn.